Hallo, in diesem Video geht es um ein Thema, an dem keiner von uns vorbei kann. Es geht um die Barré-Griffe. Ich weiß, dass das für viele sehr schwierig ist, aber ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du diese Herausforderung meistern kannst. Los geht's! Barré-Griffe sind keine musikalische Herausforderung, sondern eher eine sportliche. Es geht um diesen Muskel hier. Wenn dieser Muskel nicht trainiert ist, wirst du keine Barré-Griffe können und dann nützen auch keine Tricks und Tipps, wie man sich behelfen kann. Das hilft alles nichts. Wenn dieser Muskel untrainiert ist, wirst du keine Barré-Griffe können. Das ist Fakt. Probier doch mal aus, wenn du den Daumen und den Zeigefinger zusammendrückst, ob sich hier überhaupt was tut, wenn du drückst. Merkst du da einen Muskel oder ist da gar nichts? Ja? Also bei mir merke ich, da bewegt sich ein Muskel, aber wenn das bei dir nicht so ist, das ist nicht schlimm. Wir werden uns was ausdenken, damit du genau diesen Muskel trainierst. Du kannst das natürlich als Trockenübung machen, indem du immer mal hier so Daumen und Zeigefinger zusammendrückst. Du kannst das aber auch gleich auf der Ukulele ausprobieren. Und zwar lege ich meinen Finger auf die untersten zwei Seiten. Nicht über das ganze Griffbrett, sondern die untersten zwei Seiten. Und den Daumen platziere ich genau dahinter. Und dann kann ich schon mal so eine Art Trockenübung machen. Ich drücke und lass wieder los. Drücken, loslassen, drücken, loslassen. Und das kann ich ruhig in verschiedenen Lagen machen. Ja, ich drücke einfach nur, gehe wieder zurück und probiere so jede Lage aus. Bis zurück in die erste Lage, ganz wie man will. So, und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann sollte man hier schon ein bisschen was merken. Also das bei mir, ich merke das auch, also das wird ein bisschen warm. Also man muss das so intensiv machen, dass sich da wirklich etwas bewegt. Und jetzt wollen wir das Ganze zum Klingen bringen. Und das können wir so machen, entweder wir spielen die beiden Seiten mit dem Daumen an oder besser noch mit Zeigefinger und Mittelfinger. Und man kann das auf zwei verschiedene Art und Weise machen. Die erste Art wäre, dass ich spiele und den Druck sofort wieder wegnehme. Das wäre so ein ganz kurzer Klang. Und auch das kann ich über mehrere Lagen spielen. Immer wieder drücken, loslassen. Das kann ich auch in den tiefen Lagen machen. Und wenn ich mich ein bisschen warm gespielt habe, kann ich dann natürlich auch sagen, okay, ich lasse jetzt mal den Fingerdruck liegen, die ganze Zeit. Und nicht vergessen, der Daumen muss immer mitgeführt werden. Der ist immer direkt hinter dem Zeigefinger. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, reicht es vielleicht schon fürs Erste. Vielleicht sind dann schon 5 Minuten vergangen. Dann mach was anderes und nach einer Zeit probierst du es nochmal. Es ist eben ganz wichtig, dass man diese Übung jeden Tag macht und nicht einmal in der Woche, sondern wenn man wirklich Barré-Griffe lernen will, muss man Kraft aufbauen und man muss es jeden Tag üben. Sonst funktioniert es nicht. Es gibt kein anderes Mittel. Man lernt es dadurch, dass man seinen Muskel trainiert. Ich habe jetzt so ein kleines Stück, eine kleine Etüde, ein kleines Arbeitsstück geschrieben und nenne das chinesisches Barré. Ich spiele das mal vor. Beim ersten Mal spiele ich die Töne kurz an und beim zweiten Mal lasse ich die Töne, den Barré-Griff liegen. Jetzt lang. Es reicht,
wenn du diese kleine Übung vielleicht eine Woche lang spielst. Und wenn du dich dann sicher fühlst, kannst du natürlich anfangen, den ganzen Finger über das ganze Griffbrett zu legen. Und zwar musst du nicht unbedingt hier abschließen mit dem Hals, sondern du kannst den Finger auch darüber hinauslegen. Das musst du einfach mal ausprobieren. Und jetzt kannst du im Prinzip genau das Gleiche machen. Du kannst eine Trockenübung beginnen, indem du runterdrückst, loslässt, runterdrückst, loslässt. Zack, 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 zack. Jeden Bund einfach mal ausprobieren, ob sich da was tut in der Muskelpartie. Also ich merke das schon. Ich merke das Training. Es wird hier langsam warm. Ganz wichtig. Es muss sich hier was tun. Wenn ihr hier nichts verspürt, dann habt ihr nicht fest genug zugegriffen. Also man muss hier was spüren. Das ist ganz wichtig. So, jetzt ist natürlich immer die Gefahr, wenn man den ganzen Finger hier rüberlegt, dass der zweite Finger automatisch zur Hilfe kommt. Aber genau das wollen wir vermeiden, weil das ist erstens keine gute Technik und zweitens brauchen wir ja für ganz viele andere Barré-Griffe brauchen wir den zweiten Finger. Der muss dann irgendwo liegen, ja? Der hilft uns dann nicht mit dem ersten Finger. Deswegen versucht euch das gar nicht erst anzugewöhnen. Und deswegen kann man einfach, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, den dritten Finger, den Ringfinger, dann hier in diesem Fall auf den 7. Bund der 4. Seite legen. Dann haben wir so einen Griff. Und auch da können wir jetzt nach dem gleichen Prinzip drücken, loslassen und so weiter über alle Bünde gehen oder so hoch wir wollen und wie die Ukulele es zulässt. Dann gehen wir wieder zurück. Und so weiter. Ja, also dass ihr durch alle Lagen geht und das mal ausprobiert, wie sich das anfühlt. Auch dazu gibt es wieder das Stück chinesisches Barré, diesmal über alle Seiten und das klingt dann folgendermaßen. Ich spiele es wieder auf zweierlei Arten, einmal mit einem kurzen Anschlag und dann mit einem langen. So, ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video etwas anfangen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und es gibt demnächst einen zweiten Teil zu diesen Barré-Griffen und mich würde natürlich interessieren in den Kommentaren oder schreibt doch einfach mal in den Kommentaren, ob ihr Fortschritte erzielen konntet. Aber wartet ruhig 2-3 Wochen ab, es braucht Zeit. Barré-Griffe kommen nicht über Nacht, man muss sie eine Zeit lang üben, aber dann sollte es klappen. Okay, und jetzt viel Spaß beim Üben.